Exotische Strände, tiefgrüne Dschungelwälder und eine beeindruckende Artenvielfalt. Das sind nur ein paar Gründe, warum es uns dieses Mal nach Costa Rica gezogen hat. Dafür haben wir sogar einen chaotischen Reisestart in Kauf genommen. Hey Leute, willkommen hier in Costa Rica. Hinter mir seht ihr San José. Gestern Abend sind wir nämlich hier Ortszeit 21 Uhr angekommen. Leider fehlt noch ein Koffer von uns. Ja, wir sind auf jeden Fall dran. Wir werden euch dazu weitere Updates geben. Wir wollen euch auf jeden Fall hier begrüßen in dem neuen Vlog zu Costa Rica. Wird auf jeden Fall richtig spannend und wünschen euch viel Spaß. Da wir nicht wussten, wann der 4. Koffer kommen wird, haben wir uns dazu entschlossen, ein paar fehlende Dinge in der Stadt zu besorgen. Wir haben es uns auch nicht nehmen lassen, beim Mercado de Alajuela vorbeizuschauen und ein paar Empanadas zu probieren und das traditionelle Frühstück Gallo Pinto. Gestärkt machten wir uns schließlich auf den Weg zu unserem ersten Ziel, dem Hochland von Costa Rica, La Fortuna. Sofort überwältigte uns Fauna und Flora. Alles präsentierte sich in lebendigem Grün. Die ersten Wasserfälle enthüllten sich vor unseren Augen. Sogar ein paar Nasenbären überraschten uns, als sie direkt am Straßenrand auftauchten. Inmitten dieser atemberaubenden Szenerie begleiteten uns dieses Mal übrigens meine Eltern. Und es erfüllt mich mit Freude, dass wir alles auf dieser Reise gemeinsam entdecken können. Der zweite Morgen in Costa Rica begrüßte uns mit einer Erleichterung und purer Freude. Um Punkt 6 Uhr erreichte uns der lang ersehnte Koffer meiner Mutter und in diesem Augenblick spürten wir, wie unser Traumurlaub endlich in Gang kam. Wir konnten nun das Kofferproblem hinter uns lassen und genossen gemeinsam unser Frühstück. Mit guter Laune konnte es dann zum ersten Highlight auf dieser Reise gehen, den Hot Springs. Die beliebtesten heißen Quellen befinden sich rund um den Vulkan Arenal. Vulkanische Aktivitäten sorgen für das warme Wasser und lassen Swimmingpools entstehen. Sie sind voll von Mineralien und halten die warme Temperatur aufrecht, die ideal zum Entspannen ist. Was isst du da? Kochbananen mit Salz und Limetten. Schmeckt richtig gut. Fast schon leer. Haben wir zweite Station von 20. So Leute, jetzt sind wir hier im Arenal Hanging Bridge in Costa Rica. Hier gibt es insgesamt 16 Hängebrücken. Die Strecke ist so ungefähr 3 Kilometer lang. Hier leben Affen, Faultiere, Vögel, Schlangen. Mal schauen, was wir heute noch so alles sehen. Was machst du da? Fang endlich mal an. Fang endlich mal an, deinen Rucksack mit Patches voll zu sticken. Das ist super. Diese
Eins ist schon dran. Eins habe ich schon dran von Sri Lanka. Heute haben wir eins von Costa Rica gekauft, das aber echt dick ist. Ich muss mal sehen, ob ich das mit der Nadel hinbekomme. Aber mal sehen, vielleicht schaffe ich ja den kompletten Rucksack noch voll zu machen. Diesen Urlaub. Das wäre richtig mega. Und Mama, was machst du Leckeres? Ich koche Süßkartoffeln. Mit, Das waren doch keine Süßkartoffeln. das sind diese, doch, das nennt man so bei denen. Diese kleinen Kartoffeln, bei denen sind so gesüßt. Also nicht die, wo du immer kochst. Also, dann Mhm. Steaks, Putensteaks und noch andere Steaks. Und keine Ahnung, was ist das? Salat, Tomate, Gurke, Salat mit Knoblauch Super, und dann noch ein Glas Wein. immer gut. Ja. Also, so, dann gut. Danke, Mama, fürs Das war einen schönen Tag. Hier ist Pura Vida. Pura Vida. Vida Costa Rica. Den Tag mit dem erfrischenden Genuss einer Kokosnuss zu beginnen. Was könnte es Schöneres geben? Früh brachen wir auf, um den Weg zum majestätischen La Fortuna Wasserfall anzutreten. Ein paradiesischer Wasserfall, der dazu einlädt, darunter zu baden. Dennoch war es klug, zeitig anzukommen, denn am Mittag füllt sich dieser Ort zunehmend mit Besuchern. Nach diesem erfrischenden Zwischenstopp begaben wir uns zur North Hills Plantage. Dort erwartete uns eine aufregende Kombination aus Kaffee- und Schokoladentour. We are finished almost in Costa Rica. And then we do this all day long. This is the airport mango. Take care guys, don't do it alone. Was isst du da? Schmeckt nach Litchi. Litchi? Ich dachte, es ist Kakao. The little blossom guy, this one. Können Sie sehen, diese wunderschöne Kakaopflanze? Die Erfahrung hier war faszinierend und unsere Geschmacksknospen kamen nicht zur Ruhe. Mein Papa und ich durften sogar Zuckerrohr verarbeiten. Und obwohl wir hier frischen Kaffee probieren konnten, wurde uns nun klar, warum wir bisher in Costa Rica keinen wirklich exzellenten Kaffee gefunden hatten. Die besten Bohnen werden nämlich direkt vom Land exportiert. Ein bitterer Beigeschmack. Endlich gibt es Mango mit Chili. Wuhu. Freust du dich? Ja. Lecker. Habt ihr übrigens mal so eine große Avocado gesehen? Die ist so, na gut, nicht fast so groß, aber im Vergleich zu Ananas ist die echt riesig. Crazy. Guten Morgen Leute, Tag 4 ist angebrochen. Wie jeden Morgen super mega Sonnenschein hier. Ich habe euch noch gar nicht diese Unterkunft gezeigt. Und zwar haben wir hier einmal eine riesen Außenterrasse mit einem super Ausblick, wie man sehen kann. Ein Pool ist dabei. Dann haben wir eine Außenküche, einen Eingangsbereich, jeweils 2 Schlafzimmer und da für diese Schlafzimmer auch immer eine Toilette und einen begehbaren Kleiderschrank. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, diese Unterkunft. Was heute geplant ist, heute sind wir am Vulkanarenal. Und zwar gehen wir am Fuße des Vulkans wandern. Und ja, mal schauen, wie nah wir rankommen und wünsche euch viel Spaß.
Nachdem wir ein paar Stunden in unserer Unterkunft am Pool verbracht hatten, ging es für den Rest des Tages zum Vulcan Arenal Nationalpark. Unsere Mission? Wie nah können wir diesem Vulkan eigentlich kommen? Doch dann erstmal der Schockmoment an der Kasse. Satte $25 pro Person sollten wir für den Rundweg hinblättern. Klar, für schöne Fleckchen Erde und ihre Aufrechterhaltung zahlt man gerne etwas. Aber $25? Eintrittsgebühren sind hier in Costa Rica fast überall üblich, selbst an den abgelegensten Wasserfällen. Da kommt ganz schön was zusammen. Trotzdem haben wir uns für die Route entschieden, auch wenn sie aus unserer Perspektive nichts Außergewöhnliches bot. Viel eher würden wir euch empfehlen, zum Rio Celeste zu fahren. Kein Vulkan, aber ein wunderschöner Wasserfall mit dem türkisesten Wasser. Die ungewöhnlich blaue Farbe entsteht durch den hohen Gehalt an Mineralien und Schwefelverbindungen im Fluss. Wir verließen also den üppigen Regenwald und tauchten in die malerische Strandszenerie von Costa Rica ein. Ein erfrischender Wechsel der Kulisse. Auf der Nicoya-Halbinsel begrüßte uns Playa Carrillo von seiner besten Seite. Ein Strand in einer breiten, halbmondförmigen Form, umgeben von Palmen. Traumhaft schön, wie man es ansonsten nur von Filmen kennt. Nicht weit von Carrillo entfernt befindet sich das etwas bekanntere Städtchen Samara. Samara ist ein lebendiger, stimmungsvoller kleiner Ort. Hier gibt es kleine Geschäfte und Boutiquen zum Shoppen. Auch das Angebot an Strandbars ist super. Doch. Check. Outfit-Check. Gerade gekauft. Und was steht drauf? Pura vida Costa Rica! Fast verdeckt. Wuhu. Tja, Czerny. Hätte ich nicht gedacht, dass ich zuerst sowas hab mit Pura Vida. Ich dachte, du holst zuerst was. Musst du nachlegen, ne? Ein Morgen am Strand regt mich immer zum Nachdenken an. In solchen Augenblicken lernt man das Leben in vollen Zügen zu genießen, sich nicht übermäßig zu stressen und die kleinen Freuden des Alltags zu schätzen. Besonders wichtig sind dabei Familie und Freunde. Vielleicht können wir sie in schwierigen Situationen auch zu mehr Positivität, Zufriedenheit und Gelassenheit anregen. Diese Lebenseinstellung nennen die Menschen hier Pura Vida. Eine Haltung der Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Unsere Unterkunft in Carrillo war zugegebenermaßen nicht die schönste, aber wir hatten sehr tolle Gastgeber und immer leckeres Frühstück. Bei unserer Recherche sind wir auf Carrillo gestoßen und wussten, zu diesem Ort wollen wir. Carrillo ist noch weitgehend unerschlossen. An Wochenenden und Feiertagen kann sich der Strand aber auch mal schnell mit Einheimischen füllen, Ticos genannt. Aber zu allen anderen Zeiten findet man diesen Strand praktisch verlassen vor. Strand. Strand ist super schön. Kann man nichts anderes sagen. Und Mama, wie findest du den Strand? Sehr schön. Ja? Ein Traumstrand. Betrifft alles. Meine Vorstellungen. Super. Und was sagst du zum Strand? Está perfecto. Super, super. Normalerweise würdest du was anderes sagen. Pura vida Costa Rica. Todo pa' mí, desde que te vi, yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice
Bei der Durchreise durch Costa Rica kann man einiges entdecken. Diese Palmölplantagen hatten uns gefesselt, auch wenn es sich hierbei um den Feind des tropischen Regenwaldes handelt. Besonders beängstigend empfand ich aber die Krokodilbrücke über dem Tacoles River. Die Brücke ermöglicht es zwar, die 3 bis 4 Meter langen Krokodile aus sicherer Entfernung zu beobachten, aber ich fühlte mich nicht wirklich sicher dabei. Unser dritter Stopp war das Örtchen Juvita. Hier hatten wir wieder ein gemütliches Airbnb, ganz für uns allein. Daher verbrachten wir hier einige entspannte Stunden. Everyone a come and we should have fun. La 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 la. Everyone a come and we must have fun. Every day we saying that things is hard. Still we better than plenty abroad. Earthquake come and it shake down some. Earth wind come and it blow down some. La 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 la. Everyone a come and we should have fun. Der Ort Juvita mag zwar nur aus einer Ansammlung von paar Häusern und Läden bestehen, aber der tropische Regenwald erstreckt sich hier bis zum Strand. So wollten wir eigentlich nur zum Strand und wanderten erstmal durch den Dschungel, in der Hoffnung, nicht auf Krokodile zu treffen. Come make we have some fun. La 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 la. Everyone a come and we should have fun. La 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 la. Everyone a come and we must have fun. Every day we saying that things is hard. Yes, we know that things really hard. Leider war uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass gerade Flut herrschte und somit kein Strand vorhanden war. Das Wasser begann jedoch langsam zurückzugehen und wir beschlossen, trotzdem am Strand zu verweilen, etwas spazieren zu gehen und darauf zu warten, dass die Ebbe die berühmte Sandbank von Juvita in Form einer Walflosse aus dem Meer hebt. Come, Caymanites come. Come, Jamaican come. Run, come, make we have some fun. La 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 la. Everyone a come and we should have fun. La 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 la. Everyone a come and we must have fun. Ach, wie sehr ich diese Obststände doch liebe. Bei uns im Supermarkt schmecken diese ganzen Früchte nur halb so intensiv wie hier. Gott sei Dank hatten wir uns an diesem Tag mit ein paar Snacks ausgestattet, denn auf uns warteten ein paar anstrengende Stunden. Der Berg ist auf jeden Fall gut steil. Der muss auch steil sein, damit es Spaß macht. Ein typischer Henry-Spruch. Solltet ihr aber mal nach Costa Rica kommen, dann seid euch bewusst, dass so gut wie jeder Wasserfall einen mehr oder weniger anstrengenden Spaziergang erfordert. Das Ganze lohnt sich aber natürlich immer. Juvita selbst ist zwar nicht so groß, aber die Umgebung hat dafür einiges zu bieten. Wir entschlossen uns für eine Bootstour durch die wunderschönen Mangrovenwälder in der Hoffnung, noch ein paar Tiere sehen zu dürfen. Denn bisher hatten wir noch nicht so viel Glück. Laut dem Nationalen Institut für Artenvielfalt in Costa Rica beherbergt das Land über 500.000 Arten und ist somit eines der artenreichsten Länder der Welt. Tour konnten wir immerhin die Schlangen von unserer Tierliste streichen. Ansonsten genossen wir einfach die herrliche Brise auf dem Siempre River, die zur Entspannung einlud. Doch plötzlich überraschte uns ein enormer Regensturm. Wir konnten gar nicht glauben, wie viel Regen von einem auf den anderen Moment hier runterkommen konnte. Und genau in diesem Moment waren wir auf dem Boot. Passiert ist uns zwar nichts,
aber wir hatten alle das Gefühl, in den Fluss gefallen zu sein, so durchnässt wie wir waren. Die Regenzeit hatte hier noch nicht begonnen, aber solche Regenstürme können vorkommen. Und da es für diesen Tag nicht aufhören sollte zu regnen, verbrachten wir den restlichen Abend zu Hause und grillten. Bei solchem Wetter ist es zu Hause doch am schönsten. Na gut, es sei denn, der Regen lockt unerwünschte Besucher an. Tasse ist ein bisschen zu klein für die. Soll ich die rausbringen? Aber irgendwo weit weg raus. Ja, soll ich jetzt ziehen oder Nein, aber jetzt nicht direkt so am Pool oder so. Jetzt in der neuen Unterkunft angekommen, auf der karibischen Seite von Costa Rica im Osten. Wir sind hier in einem Dschungel-Yoga-Retreat. Hier gibt es mehrere Bungalows, dann haben wir hier Frühstück dabei, einen Pool und es ist auch viel ruhiger. Man kann hier sehr gut abschalten. Das Gegenteil ist in der Stadt, wenn man 10 Minuten rausfährt. Da ist auf jeden Fall das richtige afrikanische Flair rübergekommen. Da gibt es viel mehr Vibes, Party, Marihuana-Geruch. Auf jeden Fall gespannt, was uns da die nächsten Tage zukommt. Love is clean and love is pure. And love is a thing that Puerto Viejo, hier heißt es, einen Gang runterschalten. Das merkten wir schon innerhalb der ersten Minuten. Aus allen Ecken war Reggae-Musik zu hören und die Leute genossen einfach nur das Leben. Auch wir stürzten uns am Abend in eine der vielen Bars und ließen uns von diesem Vibe anstecken. Inmitten dieser schönen Stimmung spürte ich, wie diese bisher kostbaren Momente unseres Urlaubs immer mehr unvergessliche Erinnerungen formten. Hier in Puerto Viejo findet man wirklich viele wunderbare und ganz unterschiedliche Strände. Playa Negra war etwas ganz Besonderes. Der feine schwarze Sand hatte etwas Geheimnisvolles. Vielleicht auch, weil er in der Sonne so schön glitzerte und das türkisfarbene Wasser noch blauer als sonst aussah. Noch mehr hat es uns aber Playa Punta Uba angetan. Für diesen Strand muss man etwas aus dem Ort fahren, doch dann ist man an einem der schönsten unberührten Strände. Die Palmen ragen hier wild übers Meer und geben den Strand einen ganz speziellen Charme. Der perfekte Ort, um die Seele mal baumeln zu lassen. Die Karibikküste hat aber nicht nur atemberaubende Strände zu bieten. Uns hatte es noch zum Jaguar Rescue Center geführt. Hier konnten wir zum Abschluss noch Faultiere sehen, denn in der freien Natur hatten wir einfach nicht so viel Glück. Darüber hinaus war der Ausflug dorthin super informativ und wir lernten viel über die dort lebenden Tiere.
Costa Rica, ein Land, das uns nicht nur mit seiner atemberaubenden Natur, sondern auch mit seinem Lebensstil verzaubert hat. Wir können es kaum erwarten, wiederzukommen und erneut in diese Magie einzutauchen. Pura Vida.